Da es im Moment schwierig ist mit neuen Urlaubserinnerungen, zeigen wir euch, wie wir derzeit unsere Urlaubserinnerungen festhalten. Vielleicht eine schöne Idee für diese Hausarresttage. Wir sind Bianca und Thomas und zeigen euch die Welt, wie sie wirklich ist. Ja, angefangen haben wir damals, wie die meisten anderen wahrscheinlich, auch mit den CEWE-Fotobüchern, die man bei DM zum Beispiel in Auftrag geben kann. Damals noch in diesem Format. Wir sind dann immer einheitlich geblieben, damit es auch im Regal schön aussieht. Bis wir es nicht besser wussten, waren wir damit auch zufrieden. Ne? Es ist relativ, wie würdest du es beschreiben? Einfach. Es ist relativ einfach. Also es ist vom Papier her deutlich dünner als das, was wir euch gleich zeigen möchten. Die Qualität der Fotos vor allem, die Druckqualität. Also manche Fotos sehen tatsächlich so aus, oder die meisten tatsächlich, wie man sie auch zu Hause mit dem eigenen Drucker hätte ausdrucken können. Eigentlich nicht das, was man erwartet, wenn man sowas eigentlich fachmännisch in Auftrag gibt. Also ich will es nicht von Grund auf verteufeln und schlecht machen. Nur so wie wir es damals bestellt haben. Man muss auch dazu sagen, das ist das letzte Fotobuch, das wir bei CEWE gemacht haben, und es ist das Fotobuch von 2016. Also ist es bereits über 3 Jahre her, dass wir das in Auftrag gegeben haben. Kann sein, dass sich da einiges getan hat. Wir sind aber inzwischen... Lebst du noch in 2019? Nein, aber ich habe es ja 2017 in Auftrag gegeben, weil es das Buch über 2016 ist. Ah. Ja, und dann haben wir das hier entdeckt und sind, wie ihr seht, ein bisschen hängen geblieben. Genau, umgestiegen. Wir haben auch das Format geändert. Das sind Fotobücher von Saal Digital, nennen die sich. Wir sind nicht gesponsert, wir zeigen euch nur, was wir hier wirklich für uns entdeckt haben. Ja. Wir sind allgemein bei der Firma sehr hängen geblieben. Neben den Fotobüchern haben wir auch deren Wandbilder unter Acrylglas ausprobiert. Die hängen hier schon dreifach in verschiedenen Dimensionen in unserer Wohnung. Davon sind wir hellauf begeistert. Wahnsinnsqualität, also gerade nochmal mit dem Acrylglas über den Bildern. Also es sieht wahnsinnig aus. Ich gucke gerade im Hintergrund auf die Wand. Da haben wir ein Bild aus Japan hängen an unserer Wohnzimmerwand. Genau, im Schlafzimmer haben wir ein Bild aus Thailand. Breite, ich glaube, mindestens 1,80. Ja. Im Flur haben wir ein Hochzeitsbild. Vor allem bei diesem Acrylglas ist es immer besonders geil, wenn es kräftige Farben sind und irgendwas mit Tiefe, wenn irgendwelche ausdrucksstarken Wolken, wie bei dem da im Hintergrund sind, dann hat das wirklich so einen ganz kleinen 3D-Effekt, was es wirklich irgendwie geiler macht als einfach nur ein Poster oder ein normales Gemälde. Ja, zurück zu den Büchern. Genau, korrekt, ja. Was uns besonders gefällt, direkt im Vergleich, vielleicht kannst du das mal hier so aufhalten. Man kann es nicht einfach aufklappen und aufgeklappt liegen lassen. Bei dem hier klappt es deutlich besser. Also man sieht auch hier, die Seiten sind deutlich dicker, also das ist wirklich wie ein dünnes Stück Pappe. Das ist richtiges Fotopapier. Genau. Ne? Also da gibt es eigentlich gar nichts dran zu rütteln. Das ist mehr Wenn ihr ein richtig hochwertiges Foto bestellt, dann kommt das auf so einem Papier daher. Also es ist null labbrig, es kommt direkt wieder in die gerade Position. Und weil es so gebunden ist, sieht man wirklich alles bis zur Mitte. Nicht so wie hier, wo man die Mitte dann wirklich irgendwie noch so aufklappen muss, weil es so komisch gebunden ist. Und genau aus dem Grund machen wir das des Öfteren bei besonders schönen Bildern. Es ist tatsächlich möglich, das Bild über die ganze Seite drucken zu lassen, ohne dass man halt irgendwie einen Verlust hat der Bildqualität oder eben der reinen Optik, weil es halt möglich ist, dass die Seiten so schön flach sind. Und Bilder ab der ersten Seite. Das heißt, genau. Während CEWE nochmal genau diese Blank Pages hat, haben wir hier direkt ab der ersten Seite schon Bilder. Das heißt, auch da optimale Platznutzung. Ne? Definitiv. Die großen Urlaube, hier haben wir Singapur, hier haben wir damals den Roadtrip für die Ostküste. Das haben wir alles mit den Highlights so in einem Fotobuch zusammen. Und wir haben für jedes Jahr nochmal ein extra Fotobuch, wo dann so auch die kleinen Trips und die Familienfeiern und was wir alles sonst noch so erlebt haben, dass wir es einfach nicht vergessen. Wir haben das jetzt auch wieder beim Umräumen bei den Eltern gesehen, die einfach tonnenweise Fotos lose und in diesen Einsteckalben haben. Genauso wie wenn man so ein Konvolut an Bildern auf dem PC hat, auf der Festplatte. Das guckt man sich einfach nie durch oder vielleicht einmal in 5 bis 10 Jahren. Und wenn man sich wirklich einmal die Zeit nimmt, ausarbeitet und auf die Highlights beschränkt und das in so ein Fotobuch packt, dann kann man da gerne auf jeden Fall mehrfach im Jahr, wie wir das auf jeden Fall machen, öfter gerne mal reingucken.
Wir sind tatsächlich hängen geblieben bei den ganz normalen Covern. Es ist ein Hardcover, es ist nicht wattiert. Wattiert bedeutet, dass es wirklich schön weich ist. Also hier ist es wirklich so eine Kladde, hart. Und hier haben wir es mal ausprobiert mit dem Wattierten, dass es, wenn man es anfasst, dass es wirklich runtergeht, eben wie so ein bisschen wie ein Kissen. Ja. Fühlt sich ganz schön an. Kommt immer darauf an, wofür man das Fotobuch benutzen möchte. Und an der Stelle können wir euch natürlich auch unsere neueste Errungenschaft zeigen. Ja, und das hier ist sozusagen die Premium-Variante von Saal Digital Fotobüchern. Hier haben wir mal unsere gesamte Geschichte einmal zusammengefasst. Haben ja quasi so um 2008 während der Abi-Zeit zumindest freundschaftlich zusammengefunden. Und damit beginnt unsere Geschichte so ein bisschen. Und das haben wir jetzt einmal so zusammengefasst, weil wir letztens auch drüber geredet haben, dass man so viel einfach vergisst. Wir sind jetzt fast eine halbe Dekade zusammen und haben inzwischen so viel unternommen, dass einfach, ja, dass das so eine Reizüberflutung ist, dass man da einiges schon vergessen hat oder so selten daran denkt. Deswegen ist das jetzt einfach mal so ein Rundumschlag von dem, was wir gemacht haben. Und diese Premium-Fotobücher, die vielleicht eher als Geschenk auf jeden geeignet Fall. sind. Also es ist viel zu schön, meiner Meinung nach, ja, richtig, um es nachher wie die anderen in den Schrank zu stellen und bei, weiß ich nicht, sentimentalen Momenten die wieder hervorzukramen und durchzublättern. Das ist tatsächlich was, ich würde das schon fast, es steht, seitdem Thomas es bekommen hat, hier auf unserem Highboard im Wohnzimmer und dient auch als Deko-Objekt, weil es schick ist. Es sieht einfach super aus. Kommt in erster Linie daher, dass, wie man hier vielleicht sieht, die Frontseite tatsächlich auch mit Acrylglas versehen ist. Also auch wenn es weniger Seiten hat, dann ist es schon mal deutlich schwerer, einfach weil es hier so eine richtig fette Glasscheibe hat. Ist mit diesem Motiv, das relativ dunkel ist, vielleicht ein bisschen suboptimal genutzt. Wie ich gerade gesagt habe, kräftige Farben, schöne Hintergründe, tiefe Hintergründe, gibt so ein bisschen 3D-Effekt. Und dann hat man noch verschiedene Möglichkeiten, den Einband zu wählen. Hier natürlich ganz klassisch, auch passend zum dunklen Bild vorne mit einem dunklen Ledereinband. Da gibt es noch ganz viele verschiedene andere Ledersorten und noch andere Materialien. Vielleicht gerade so für ein Hochzeitsbuch. Vielleicht zum Jahrestag sich was Besonderes überlegen möchte. Oder man sagt, man war mit den Eltern zusammen im Urlaub und macht ein Erinnerungsfotobuch. Also ich würde es auch definitiv nur als Geschenk benutzen. Dann aber umso mehr, weil es wirklich eine schöne Sache ist und wenn das einer auspackt, denkt er sich sofort, das habe ich noch nie gesehen, was ist das denn mit Glas und so und Leder? Wow. Für unsere normalen Fotobücher, man hat natürlich auch deutlich weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Ich vielmehr habe mir inzwischen den Spaß gemacht, dass ich die Jahresfotobücher zumindest immer an einem Magazincover orientiert anlege und das will ich dann natürlich auch rundherum haben. Hier kann man dann wirklich nur die Frontseite gestalten und ist da ein bisschen eingeschränkt. Das ist auch ein absoluter Favorite von mir. Ja. Die Software ist aber super intuitiv. Die ist sowohl was für die sich ein bisschen damit auseinandersetzen wollen und das alles nach Belieben gestalten wollen, wie ich das immer mache. Ich setze mich da nach jedem Urlaub immer dran und brauche dann mindestens eine Woche auf jeden Fall. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, genauso wie es auch bei Cewe der Fall ist, dass man Vorlagen nutzt und dann die Bilder einfach mit Drag and Drop da reinzieht in die vorgefertigten Felder. Hintergründe auswählt aus einer ziemlich großen Auswahl. Lieferung vor allem ist auch richtig, richtig schnell. Also kommt zu euch nach Hause innerhalb von wenigen Tagen auch die Wandbilder. Das ist immer, also wir waren überrascht, wie schnell das immer ging. Also absolute Empfehlung von uns, wenn ihr gerne eure Zeit jetzt zu Hause nutzen möchtet, um vielleicht die Urlaubstage ein bisschen zu konzentrieren auf ein paar Seiten und dann festzuhalten für euch, für die Nachwelt, für schöne, gemütliche Momente auf dem Sofa, wo ihr nochmal in Erinnerung schwelgen wollt. Kann man auf jeden Fall sehr gut mit diesen Fotobüchern. Wie man sehen kann, wie man sehen kann, sind wir die besten Kunden oder vielleicht mit die besten Kunden. Genauso auch normale Fotodrucke und Posterdrucke, alles von der Bildqualität sind wir super begeistert. Für ein nicht gesponsertes Video fand ich, war das schon ziemlicher Lobgesang. Ja gut, aber... Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wenn was gut ist, dann macht man ja auch gerne mal Werbung.